Wie sicher sind eigentlich Deutschlands Brücken? Nach dem Teileinsturz der Karola-Brücke in Dresden eine sehr berechtigte Frage. Wahrscheinlich sorgte Streusalz dafür, dass das verbaute Metall korrodierte. Grundsätzlich gilt natürlich, Brücken in Deutschland werden engmaschig überwacht. Dennoch ist man nervös nach Dresden. Hamburg hat nun als erste Stadt mit einer drastischen Vorsichtsmaßnahme reagiert, wie Perdita Heise berichtet. Die Norderelbbrücke in Hamburg. Täglich passieren mehr als 130.000 Fahrzeuge die wichtige Verbindung zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Doch ab sofort ist die Strecke für Fahrzeuge, die mehr als 40 Tonnen wiegen, gesperrt. Betroffen davon zwischen 2 und 20 Großraum- und Schwerlasttransporter, die die Strecke bislang pro Tag nutzen. Der Grund für die Sperrung? Bei der letzten Hauptprüfung der Norderelbbrücke wurde ein Schaden am Tragwerk festgestellt, der weiter untersucht werden muss, heißt es bei der Autobahn GmbH. Die Prüfung war im Juli. Mit der sofortigen Sperrung jetzt ist Hamburg offenbar die erste Stadt, die auf den Einsturz der Karola-Brücke in Dresden reagiert. Hier waren in der Nacht zu gestern der Fuß- und Radweg sowie die Straßenbahntrasse auf einer Länge von rund 100 Metern eingestürzt. Die Brücke, eine der wichtigsten Verkehrsadern der Dresdner Innenstadt, galt schon lange als Sanierungsfall. In den vergangenen Jahren wurden bereits Teile der Brücke für den Autoverkehr erneuert. Für das nächste Jahr war die Sanierung des nun abgesagten Brückenzugs geplant. Möglicherweise haben Chloridverbindungen aus Streusalz die Stabilität der Brückenkonstruktion geschwächt. Auf jeden Fall steht im Raum, dass es sich um einen Materialermüdungsprozess handelt, wo beispielsweise durch ein Gemisch aus Salz und Wasser es zu Korrosion gekommen ist im Bereich des Tragwerkes. Aber genau woran das gelegen hat, müssen die nächsten Tage ergeben. Die Ermittlungen, die diesbezüglich stattfinden durch die verantwortlichen Bausachverständigen. Auch der Rest der Brücke gilt jetzt als einsturzgefährdet. Sie zu sichern hat jetzt höchste Priorität, zumal in der Region Hochwasser droht. Und wenn Brückenteile die Elbe hier wie einen Deich sperren, könnte die Altstadt von Dresden überflutet werden. Der Einsturz in Dresden löst Sorge aus über den Zustand der Brücken in ganz Deutschland und Forderungen nach weitreichenden Investitionen. So fordert der Städte- und Gemeindebund eine investitionsoffensive Infrastruktur. Nach Einschätzung von Experten ist die dringend und zwingend erforderlich. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei den Großbrücken alle Brücken, die vor 1980 gebaut worden sind, unsere Problempatienten sind. Dresden zeigt ganz klar, es ist 11:55. Und für den Zentralverband Deutsches Baugewerbe ist der Einsturz in Dresden ein, wie es heißt, trauriges Symbol der deutschen Infrastruktur, das den dringenden Handlungsbedarf vor Augen führe. Und Lutz Stordl, der ist weiterhin für uns vor Ort in Dresden und beobachtet die Lage. Lutz, was kannst du uns denn momentan zum Zustand der Brücke sagen? Wie laufen denn die Sicherungsmaßnahmen? Das gestaltet sich ja relativ schwierig alles. Es ist ein extrem komplizierter Prozess. Die Brücke sieht augenscheinlich so aus wie gestern. Ab und zu fährt jetzt hier ein Boot der Wasserschutzpolizei vorbei, um dann mal vom eingebrochenen Teil Fotos zu machen. Wir sehen das ja hier. Da oben, was wie Oberleitungen aussieht, das sind die Gleise. Wie man die demontieren kann, von wo aus auch immer, ist völlig offen. Wir sehen, es ist klar, erstmal gibt es keinen Schiffsverkehr mehr Richtung Sächsische Schweiz. Also die Weiße Flotte, die kann hier einfach nicht mehr fahren. Wir sehen, diese Brücke, die wird voraussichtlich nie wieder in Betrieb gehen können. Und damit fällt eine Hauptverkehrsachse weg. Man hat es zumindest geschafft, dass die Fernwärme gestern Abend wieder in ganz Dresden gesichert war. Wir hatten ja die Situation, dass Rohre geplatzt waren durch den Einsturz der Brücke. Und dies hatte also zu tonnenweisem Austreten des heißen Wassers geführt. Also das ist safe, das hat man über andere Leitungen absichern können. Ja, und nun ist das THW hier vor Ort. Man versucht jetzt, die Brückenaufleger mit Paletten zu sichern. Aber so ganz klar, warum, ist es auch nicht. Also diese Brücke, die kann nicht wieder in der Form aufgebaut werden. Das heißt, das, was jetzt, wo man befürchtet oder wo man davon ausgeht, dass die restlichen Teile auch noch abbrechen werden oder zusammensacken. Wenn das nicht passiert, dann muss man ja irgendwie sprengen. Also man muss ja auch sehen, wie
holt man jetzt diese Teile hier unten aus der Elbe raus? Die können dort nicht ewig liegen. Ihr habt schon angesprochen, es droht eine Hochwassersituation. Also das ist ein komplexes Ding. Man sitzt weiter und so richtig weitergekommen ist man mit Erkenntnissen nicht, auch nicht, was die Ursache betrifft. Wir haben es ja gehört, Chlorid aus DDR-Zeiten kann es gewesen sein, wenn das so war. Und man war sich ja in ersten Stellungnahmen da schon ziemlich sicher. Dann stellt sich die Frage, wenn man das ahnte, wie konnte die Brücke so lange überhaupt in Betrieb gewesen sein? Also das sind viele offene Fragen, die alle noch zu klären sind. Lutz, ich möchte noch mal auf diesen Hochwasseraspekt zurückkommen. Wir hören ja also in Tschechien, da wird einiges runterkommen. Das könnte ja den Wasserstand der Elbe noch mal ordentlich nach oben drücken. Was wären denn tatsächlich die Folgen, wenn es denn zu einem erhöhten Pegel kommt in Dresden? Wir können erst mal als ganz leichte Entwarnung sagen, wir haben im Moment Niedrigwasser. Es hatte ja sehr lange Zeit überhaupt nicht mehr geregnet. Also die Elbe ist auf keinem Höchststand, wo jetzt was dazukommt, sondern niedrig. Aber es ist so, also in Tschechien, die Vorhersagen schwanken. Es lassen sich keine genauen Wettermodelle bislang bilden, soll also extremer Regen fallen. Und wir hatten schon in den letzten Hochwassern hier auf der Elbe ja immer das Problem, dass es dieses Regenwasser war, dass die Tschechen dann irgendwann Talsperren ablassen mussten. Und da hat es gestern mit den tschechischen Behörden Gespräche gegeben, ob man dieses Ablassen diesmal unterlassen könnte, bis man hier ein Stück weiterkommt, bis man die Träger vielleicht aus der Elbe herausgeholt hat. Da haben die Tschechen gesagt, nein, wir gefährden jetzt nicht die Sicherheit unserer eigenen Bevölkerung, nur um dieses Problem jetzt hier in Dresden abzufedern. Also dieses Wasser, wenn es kommt, wird kommen. Dann haben wir ein paar Tage, bis die Flutwelle hier ist. Aber klar ist ja auch, also wenn jetzt die restlichen Teile noch einbrechen und eine Art Damm bilden, dann ist das eine Blockade für das Wasser. Dann muss man wirklich abwarten, wie viel es ist. Wir haben heute früh auch noch mal mit der Feuerwehr gesprochen. Man hat einfach noch keine Modelle. Man kann nicht sagen, wie viel kommt. Und insofern kann man auch nicht reagieren. Also wenn die Flutwelle kommt, dann hat man immer noch 2, 3 Tage Vorwarnung, bis diese Welle Dresden selbst erreicht hat. Und dann muss man sehen, also es ist ja hier enorm viel in den Hochwasserschutz investiert worden. Es ist nicht genau zu sagen, was passiert jetzt mit der Brücke. Das Wasser, das arbeitet ja dann auch. Dann ist es auch möglich, dass also die Teile, die jetzt hier liegen, wenn man sie noch nicht rausgeholt hat, dann von der Flutwelle mitgerissen werden können. Vielleicht geht es dann abwärts weiter, da kommt dann mit der Augustusbrücke die nächste. Also das sind Modelle, man arbeitet täglich, man wird heute auch noch mal auf die Presse gehen. Vielleicht gibt es dann genauere neue Erkenntnisse. Lutz, nun haben viele Menschen in Deutschland nun große Sorgen um den Zustand der Brücken ganz im Allgemeinen in Deutschland. Wenn man sich diesen Fall jetzt hier anguckt, diese Brücke war ja nicht mal wirklich als akut einsturzgefährdet eingestuft. Dennoch ist diese Katastrophe passiert, zum Glück ohne dass Menschen verletzt wurden. Wie schlimm steht es um unsere Brückeninfrastruktur in Deutschland? Es gibt die Zahl von 16.000 sanierungsnotwendigen Brücken, also dort, wo man ran muss. Und nun ist das Ganze wirklich eine komplizierte Geschichte, Brücken, während sie im Verkehr sind, während sie genutzt werden, zu sanieren. Wir können uns das ja hier noch mal angucken. Also diese Brücke hat im Prinzip 3 Stränge. Jetzt hat man die 2 hinteren, die jetzt noch hängen. Man sieht von hier aus nur einen. Die hat man in den letzten Jahren saniert. Aber es war eben keine Generalsanierung, sondern man hat nur die Asphaltschicht erneuert. Darunter die Betonkonstruktion, die also hier vorn dann im ersten Teil zusammengebrochen ist, die ist aus dem Jahre 1971. Und an die ist man auch bei der Sanierung nicht rangegangen. Also auch das, was man jetzt eigentlich geplant hatte, man wollte jetzt diesen Straßenbahnstrang auch sanieren, das wäre auch nur um die Oberfläche gegangen. Und dann müssen wir sagen, wir haben ja auch das Problem bei Autobahnbrücken. Es gibt eine enorme Zunahme des Lkw-Verkehrs. Also diese Brücken, die werden mittlerweile mit Gewichten belastet, für die sie gar nicht ausgelegt waren. Wir haben hier auf der A14 zwischen Leipzig und Dresden, da gibt es eine Muldentalbrücke. Die ist genauso wie diese Brücke 71 gebaut worden. Da hatte man gesagt, 2020 muss eine neue stehen. Wir haben jetzt 24, der Behelfsbau, der kommt nicht voran, die Arbeiten liegen brach. Das wird auch 2030 noch nichts. Und wenn dann Bauexperten sagen, na gut, bei allen Berichten, die wir geben, eine richtige Sicherheit
hundertprozentig. Die können wir mit keiner Aussage treffen. Dann wird einem schon ein wenig mulmig. Das ist ja klar. Also wenn wir dran denken, 18 Minuten bevor die Brücke einstürzte, ist hier gestern die letzte Straßenbahn drüber gefahren. Es hätte hier massiv Tote geben können, wenn das nicht so glücklich gewesen wäre, dass also die Brücke in einem Zeitpunkt zusammenstürzte, als niemand auf der Brücke war, als kein Auto drüber fuhr, kein Fußgänger drüber gelaufen ist. Also es gibt einen Investitionsstau. Es ist bei vielen Brücken sicherlich auch nicht mal eine Geldfrage, sondern eine Frage, wie kann man überhaupt sanieren, während der Betrieb auf der Autobahn weiterläuft. Städte haben Probleme mit ihren Brücken. Das ist lange Zeit sicherlich auch vernachlässigt worden. Und hier müssen wir auch denken, das dauert ewig. Also ehe man eine neue Brücke baut, ehe man die ausschreibt, ehe man Architekturwettbewerbe, dann kommen die Naturschützer. Wir haben hier in Dresden, als die Waldschlösschenbrücke gebaut wurde, das hat sich endlos verzögert wegen einer Fledermaus, die dann nie mehr gesehen wurde. Das ist ein sehr komplexes Thema. Wir werden hier in Dresden Monate, vielleicht Jahre unter diesem Einsturz leiden, was die Verkehrspolitik, was die Lage des Verkehrs in der Stadt betrifft, weil eben hier eine der Hauptachsen kaputt gegangen ist. Ein Thema, was uns also noch lange beschäftigen wird. Lutz, danke schön für den Moment nach Dresden.